Wer kennt ihn nicht, den alten Erzherzog aus den Sissi-Filmen? Ein wenig zerstreut, ein wenig schwerhörig, humorvoll, eine liebenswerte Figur zum Schmunzeln. Und doch genau hier beginnt das Problem, denn dieser Mann war nicht nur eine Nebenfigur, er war der Vater des Kaisers und der Mann, der selbst hätte Kaiser werden können. Und trotzdem spielte er keine Rolle. Er hatte keine Macht und keinen Einfluss. Im Film ist er der Einzige, der sie versteht. Er nennt sie Cecil. Er scherzt mit ihr, er steht auf ihrer Seite, fast wie eine Vaterfigur. Doch die Wirklichkeit sieht anders aus. Franz Karl hielt sich aus allem heraus. Er galt als geistig eher träge und mied die Politik vollständig. Zwischen ihm und der jungen Kaiserin gab es kaum Gespräche. Man begegnete sich mit Respekt, mit der Distanz des Hofes, aber nicht mit Nähe, nicht mit Vertrauen und ganz sicher nicht mit jener innigen Freundschaft, die die Filme zeigen. Doch wer war Franz Karl im wahren Leben? Das ist seine Geschichte. Franz Karl wurde am 7. Dezember 1802 in Wien geboren, als dritter Sohn von Kaiser Franz II., aus dessen zweiter Ehe mit Maria Theresia von Neapel-Sizilien. Seine Eltern waren engstens miteinander verwandt. Sowohl mütterlicher als auch väterlicherseits waren sie Cousin und Cousine ersten Grades. Selbst für das Haus Habsburg war das ein Fall extremer Inzucht. Die Folgen waren sichtbar. Der Erstgeborene, Ferdinand, der seinem Vater auf den Thron folgen sollte, war in einem besorgniserregenden Zustand. Und da aus seiner Ehe keine Kinder zu erwarten waren, lag die Zukunft der Dynastie auf den Schultern des nächstältesten Sohnes, Franz Karl. Doch auch er war nicht viel besser dran. Seine Biografen beschreiben ihn als tief religiös. Das war seine auffälligste Eigenschaft. Ansonsten galt er als wenig begabt, schrullig, farblos. Man nannte ihn schwach an Körper und Geist. Umso wichtiger war es, ihm eine Frau zur Seite zu stellen, die das ausgleichen konnte. Man fand sie in der bayerischen Prinzessin Sophie, Tochter von König Maximilian I. Joseph von Bayern und Schwester von Erzherzogin Ludovica, der Mutter von Kaiserin Elisabeth. Doch sie war anfangs wenig glücklich mit ihrem Mann und zunächst schien auch diese Ehe kinderlos zu bleiben. Mehrere Schwangerschaften endeten mit Fehlgeburten. Erst nach 6 Jahren Ehe änderte sich das, angeblich durch die heilvolle Wirkung des Kurwassers von Bad Ischl. Im Jahr 1830 wird ihr erstes gesundes Kind geboren, Franz Josef, später Kaiser von Österreich. Es folgen 5 weitere Kinder, Ferdinand Maximilian, geboren 1832. Er wird später Kaiser von Mexiko und endet tragisch. Karl Ludwig, geboren 1833, Vater von Franz Ferdinand und Großvater des letzten Kaisers, Karl I. Dann Ludwig Viktor, geboren 1842. Er bleibt unverheiratet. Er fällt vor allem durch seinen exzentrischen Lebensstil auf und durch seine homosexuelle Neigung. Auch eine Tochter wird geboren, Maria Anna, 1835. Doch sie ist krank, geschwächt durch epileptische Anfälle. Sie stirbt früh, im Jahr 1840. Im selben Jahr kommt noch ein Sohn zur Welt, totgeboren. Franz Karl verschwand bald hinter seiner Frau. Sophie war intelligenter, politisch ehrgeizig und sie übernahm. Ihre ganze Aufmerksamkeit galt ihrem erstgeborenen Sohn, Franz Josef. Dann kommt das Jahr 1848. Die Revolution bricht aus. Im März flieht die kaiserliche Familie aus Wien nach Innsbruck. Niemand weiß, wie weit diese Unruhen gehen werden. Und schon dort beginnt eine Diskussion. Was, wenn der Kaiser wechseln muss? Die Krone soll auf jemanden übergehen, der unberührt ist, unbelastet, ohne jede Verbindung zu den Ereignissen.
Und damit ist Franz Karl ausgeschlossen. Der Blick richtet sich auf seinen Sohn Franz Josef. Schon im Sommer steht eine Idee im Raum. Zu seinem 18. Geburtstag könnte er den Thron übernehmen, doch dann eskaliert alles. Im Oktober bricht die Revolution erneut aus. Die Familie flieht weiter, nach Olmütz. Und jetzt fällt die Entscheidung. Kaiser Ferdinand will nicht mehr. Die Krone ist für ihn nur noch eine Last, voll von Leid und Kummer. Kaiser Ferdinand wird zur Abdankung gezwungen und plötzlich steht Franz Karl an erster Stelle. Er wäre der Nächste gewesen, der neue Kaiser. Doch genau das galt als Problem, als keine gute Lösung. Und dann geschieht etwas Unerwartetes. Franz Karl zögert, er widersetzt sich, er unterschreibt nicht sofort, was eigentlich nur eine Formsache sein soll. Erst nach energischem Zureden von Sophie gibt er nach und verzichtet, zugunsten seines Sohnes. So sah nun sein Leben aus. Er war kein Kaiser, hatte keine Entscheidungen zu treffen und lebte seinen Alltag. Im Winter wohnte er in der Wiener Hofburg, im Sommer in Schönbrunn. Sein Tag begann früh, um 7 Uhr. Noch im Bett sprach er seine Morgenandacht. Dann ließ er sich ankleiden, eine Viertelstunde genügte. Nach dem Frühstück gab er Anweisungen für den Tag. Um 9 Uhr ging er in die Hofburgkapelle zur Messe. Danach zog er sich zurück, blätterte durch Zeitungen, die Wiener Zeitung, das Fremdenblatt und den österreichischen Volksfreund. Um 11 Uhr begannen die Audienzen. Man sprach von angenehmen Gesprächen, von Ruhe, von Freundlichkeit und von seinem Gedächtnis. Er wusste viel und vergaß wenig. Gegen 1 Uhr fuhr er aus, in der Kaiserkarosse, mit 6 weißen Schimmeln. Er liebte diese Fahrten, gesehen zu werden, gegrüßt zu werden. Im Prater stieg er aus und ging zu Fuß weiter, stundenlang. Er kannte jeden Weg, jeden Baum und viele Gesichter. Wer ihm öfter begegnete, fiel ihm auf. Und wenn er jemanden nicht kannte, ließ er nachfragen. Er war aufmerksam und er war großzügig. Eines Tages blieb er stehen vor einer Schmiede. Ein Mann steht vor dem Ruin, 400 Gulden Schulden. Einige Tage später ist alles wie zuvor. Die Schmiede arbeitet wieder. Franz Karl sagt nur: Sehen Sie, er hat sein Geschäft behalten. Was er nicht sagt, er selbst hat das Geld geschickt, ganz ohne Aufsehen. Seine Gutmütigkeit blieb nicht folgenlos. Sie sprach sich herum, und bald wurde Franz Karl zur Zielscheibe. Überall Bittsteller, Menschen mit Forderungen, so viele, dass die Polizei sie fernhalten musste. Doch selbst das hielt sie nicht auf. Also fand Franz Karl einen anderen Weg. Im Park von Schönbrunn, abseits der Wege, dort traf er sie, die Hilfe suchten, und oft auch die mehr wollten. Er half, gern, zu gern. Bis gegen 4 Uhr dauerte seine Ausfahrt, sein täglicher Spaziergang. Danach zog er sich zurück. Eine Stunde Lektüre. Um 5 Uhr war Tafel, ein kleiner Kreis, seine Gemahlin, einige Vertraute und wenige Gäste, denn Franz Karl liebte Menschen und er liebte Gespräche. Am Abend verließ er die Hofburg erneut, fast jeden Tag, in die Vorstadttheater. Sein Besuch wurde angekündigt, man wartete auf ihn und er kam, immer wieder, während draußen die Welt sich weiter veränderte. Und dann geschieht etwas Schreckliches, etwas, das Franz Karl aus seinem ruhigen Leben reißt. In Mexiko. Sein Sohn Ferdinand Maximilian, ehrgeizig, voller Erwartungen. 1863 erhält er ein Angebot vom französischen Kaiser Napoleon III. Die Krone von Mexiko.
Maximilian sagt zu, doch was wie ein Aufstieg wirkt, ist von Anfang an ein Irrtum. Die Unterstützung im Land ist gering. Nur eine kleine Gruppe steht hinter ihm, getragen von französischen Truppen. Als er 1864 in Mexiko ankommt, bleibt der große Jubel aus. Stattdessen Widerstand, ein Land im Bürgerkrieg, eine Republik gegen das Kaiserreich. Maximilian ist gefangen in einem Spiel, das er nicht kontrolliert. Dann ziehen die Franzosen ab und plötzlich steht er allein da. Dann geht alles schnell. Gefangennahme, Gerichtsverfahren und das Urteil. 1867 wird Maximilian erschossen, gemeinsam mit 2 seiner Generäle. Und Franz Karl zieht sich zurück in die Stille. Er reist ins Salzkammergut nach Bad Ischl, dorthin, wo er immer wieder Zuflucht sucht, auch zum Jagen und um das Theater zu besuchen. Ein kleines Provinztheater mit eher mittelmäßigen Vorstellungen und großen finanziellen Problemen. Es fehlt an Geld, an allen Ecken und Enden. Und dann kommt Franz Karl. Als das Theater kurz vor dem Ruin steht, kauft er alle Karten für alle Vorstellungen während seines Aufenthalts und sitzt abends mit einigen Mitgliedern seines Hofstaats im Zuschauerraum, fast allein vor der Bühne. Diese Abende werden zu Privatvorstellungen mit einem Programm ganz nach seinen Wünschen. Und als er abreist, zahlt er den Schauspielern die Gage für ein ganzes Jahr. Seine Großzügigkeit spricht sich schnell herum. In Bad Ischl ist er beliebt. Sehr sogar. Und dann folgt ein weiterer Schicksalsschlag. Am 28. Mai 1872 stirbt seine Frau, Erzherzogin Sophie, ein Mensch, der ihn sein ganzes Leben begleitet hat. Franz Karl hält an ihr fest, auf seine Weise. Er behält ihre Hofdamen in seiner engsten Umgebung. Sie bleiben als Gesellschaft, als Begleiterinnen. Sie lesen ihm vor, wie früher, auch in Bad Ischl. Sein letzter Abschied von diesem Ort gilt ihr. Er lässt eine Kapelle errichten und jeden Tag führt ihn sein Weg dorthin. 6 Jahre später stirbt auch Franz Karl am 8. März 1878 in Wien mit 75 Jahren. Leise, fast so, wie er gelebt hat.